My day with George and Sally using the simple present tense. I wake up at 6 o'clock in the morning. Then I have breakfast, a cup of tea and a croissant. I have muesli, milk and a cup of coffee. It's 7 o'clock. Then I get dressed and go to school. At school, I learn maths, German and English. In the afternoon, I drink a cup of hot chocolate with my friend Louisa. At 6 o'clock, we have dinner, lasagna and salad. Then I play chess with Sally. She's a good player. At 8 o'clock, I have a bath. I read Sally a story and then we go to sleep. Good night. Thank you, George. Jetzt erkläre ich ein bisschen was zu dem Thema Simple Present. Das ist eine Zeitform, bisschen wie Präsens auf Deutsch. Wir benutzen es, wenn wir erklären wollen oder erzählen wollen, Sachen, die wir regelmäßig machen. To wake up, jeden Tag wache ich auf zum Beispiel. Get dressed, to learn, to play, to go, to do or to have. Das sind Sachen, die wir regelmäßig machen. Es kann einmal in der Woche sein, es kann jeden Tag sein, es kann einmal im Jahr sein oder einmal alle 10 Jahre, ist egal. Es muss regelmäßig sein. Bei er, sie und es, das es muss sein. Hier sehen wir 3 Verben, die wir in diesem Video brauchen. To learn, to play, to get dressed. Nehmen wir to learn als Beispiel. Auf Deutsch wäre es, ich lerne, du lernst, er lernt, wir lernen, ihr lernt und sie lernen. Auf Englisch ist es viel einfacher. Nur bei he, she und it, er, sie und es, kommt ein s hinzu. He learns, she learns, it learns. Es gibt natürlich Ausnahmen. Bei to go kommt es am Ende. He goes, she goes, it goes. Bei to do ist es ähnlich. I do, you do, he does, she does, it does. Da spricht man das Wort bei he, she und it auch ein bisschen anders aus. Aber das muss man lernen. Bei to have ist es nochmal ein bisschen anders. He has, she has, it has. Sonst ist es immer I have, you have, we have, you have, they have. In diesem Video lernen wir auch verschiedene Zeitausdrücke, zum Beispiel in the morning, in the afternoon, in the evening, also am Morgen, am Nachmittag, am Abend und auch einfache Uhrzeiten, wie zum Beispiel at 7 o'clock, um 7 Uhr. Wir können diese Floskeln auch kombinieren, zum Beispiel at 7 o'clock in the morning, at 3 o'clock in the afternoon, at 9 o'clock in the evening. Da kommt die Uhrzeit immer zuerst und dann diese grobe Zeitform wie am Morgen oder am Nachmittag danach. So, George and Sally's day. Jetzt bilden wir ein paar einfache Sätze. Unser erstes Verb, to wake up, aufwachen. I, at 6 o'clock. Wie schreiben wir das? I wake up at 6 o'clock. Sally, at 6 o'clock too. Was ist die Lösung da? Sally wakes up at 6 o'clock too.
bei sie und es, das es muss sein. Vergessen wir das nicht. So, unser nächster Satz ist mit dem Verb to have. Haben. At 8 o'clock, I breakfast. A croissant and a cup of tea, says George. I have breakfast. A croissant, a cup of tea. Sally, breakfast too. Welche Form von to have brauchen wir hier? I have, you have, she. Sally has breakfast too. Muesli, milk and a cup of coffee. To get dressed. Sich anziehen. Then I dressed. Welche Form von to get brauchen wir hier? I get dressed. I get, you get, she gets dressed too. To go, gehen. To learn, lernen. Then I to school. I go to school. I maths, German and English. I learn maths, German and English. I go, you go, Sally goes to school. I learn, you learn, she learns maths, German and English too. Sie und es, das es muss sein. Oh, to go again. Gehen, to play. Was ist to play? Spielen. In the afternoon, I einfach, oder? Go. Yeah, I go home and play with my friends. In the afternoon, am Nachmittag, Sally, I go, you go, she goes home, and then she plays with her friends. To do, tun, machen. To have, haben. At 6 o'clock, I, my homework, meine Hausaufgaben. I do my homework, then I have my dinner. I do, you do, Sally does her homework at 5 o'clock. Then she, I have, you have, she has her dinner. Wird so langsam ein bisschen leichter. Okay, to play. Was war play? Wieder spielen. To go, gehen. In the evening, I, chess. Das ist Schach. In the evening, I play chess with Sally. Ich gehe ins Bett. I go to bed at 9 o'clock. In the evening, Sally, I play, you play, Sally plays chess with George. I go, you go, she goes to bed at 9 o'clock too. Ich habe Spiele für euch gebastelt. Diese Spiele sind kindgerecht. Es gibt keine Werbung. Ich verdiene nichts dran. Du musst nur auf die Links in der Beschreibung klicken. Dann öffnet sich ein Link zu wordwall.net. Hier findest du einige lustige Spiele, mit denen du üben kannst. Wenn dir dieses Video gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du auf Like klicken könntest und vielleicht meinen Kanal abonnieren. Bye bye and see you soon for more English with Ed, that's me, and George.